Willkommen zu einer weiteren Ausgabe zu TUM at Freising. Ich habe mittlerweile so dieses Standardprozedere, immer wenn es ums Mikrobiom geht, scheine ich irgendwie in der Frontline zu stehen. Mein Name ist Dirk Haller und ich habe tatsächlich 2018 die zweite Veranstaltung TUM at Freising gemacht damals zum Thema Mikrobiom. Seither ist tatsächlich viel passiert und Sie hatten schon das Vergnügen, dieses Jahr einen Mikrobiom-Vortrag zu hören. Heute haben wir wieder einen Mikrobiom-Experte und eine Expertin, die Bärbel Stecher. Und es freut mich wirklich ganz besonders, weil sie ist eine von 3 neuen Kolleginnen, die wir rekrutiert haben, wirklich speziell zu diesem Thema. Sie vertritt den Lehrstuhl Intestinal Microbiome, wir haben noch Clinical Microbiome und Sie hatten die Melanie Schirmer zu Bioinformatik beim Mikrobiom schon gehört. Sie sehen schon, es hat unterschiedliche Facetten, es ist ein sehr kompliziertes Gebiet. Die Bärbel Stecher ist eine mikrobielle Ökologin und sie sieht die Welt natürlich ein bisschen anders. Sie sieht die Welt in Gemeinschaften, wie sie miteinander interagieren, was sie so miteinander tun, um bestimmte Effekte auszulösen. Sie hat an der LMU studiert, Biologie, war dann eine ganz schön lange Zeit in der Schweiz, in Zürich, kam dann zurück ans Max-Pettenkofer-Institut in München und wir haben sie dann hierher rekrutiert. Sie ist Teil unseres Sonderforschungsbereichs zum Mikrobiom und ist eine ganz tolle Kollegin und ich bin froh, dass wir sie rekrutieren konnten. Dann wünsche ich uns jetzt viel Spaß und Bärbel, es ist deine Stage. Ja, vielen herzlichen Dank, Dirk. Das waren wirklich nette Worte. Du bist natürlich auch einer meiner Lieblingskollegen und ich freue mich, dass wir jetzt hier in Freising fast Tür an Tür arbeiten dürfen, gemeinsam. Ich freue mich auch sehr, so viele von Ihnen heute Abend hier zu sehen, dass Sie alle gekommen sind. Das zeugt davon, dass Sie wahrscheinlich alle Ihr Mikrobiom mitgebracht haben. Und dass Sie nun von mir wissen wollen, wie das funktioniert und was Sie machen sollen, damit es auch gesund bleibt, hoffentlich. Ja? Ich habe hier ein paar Fotos mitgebracht, damit Sie sich vorstellen können, wie wir täglich arbeiten. Wir sind ungefähr vor einem Jahr eingezogen hier an den Weinstephaner Berg 3 in dieses wunderschöne Gebäude. Und haben dort den ersten Stock vorwiegend besiedelt. Das ist meine wundervolle Arbeitsgruppe, mit der wir täglich das Mikrobiom erforschen und uns jetzt schon mittlerweile sehr gut eingelebt haben in Freising. Es ist wirklich eine tolle Stadt und ich darf Sie alle beglückwünschen, dass Sie hier wohnen dürfen. Und ganz wichtig, hier auf der rechten Seite sehen Sie unser Hauptforschungsgebiet, die Mikroorganismen im Darm. Und man sieht, das sind Bakterien. Sie werden auch Experten sein am Ende dieses Vortrags und können dann genau sagen, was man da so sieht. Unser Hauptinteresse liegt darin zu verstehen, wie uns das Mikrobiom im Darm vor allem, also wir beschäftigen uns mit Darminfektionen und wir möchten verstehen, wie die Bakterien im Darm uns vor einer Infektion mit Krankheitserregern schützen. Und wir arbeiten hier insbesondere mit Salmonelleninfektionen oder an Salmonelleninfektionen. Und Ziel meines Vortrags heute Abend ist, Ihnen so ein bisschen einen Einblick zu geben, welche Methoden verwenden wir eigentlich, um diesen Schutzfunktion des Mikrobioms besser zu verstehen. Und wie Sie ja schon gesehen haben, der Titel lautet Süßer Streit im Darm. Es geht also um Süßes, es geht um Zucker und es geht um Wettstreit, wie die Bakterien im Darm mit den Krankheitserregern sich um Zucker streiten. Und wer am Schluss gewinnt, der entscheidet darüber, ob wir krank oder gesund bleiben. Wir essen natürlich auch gerne Süßes und nutzen jede Gelegenheit, rüber zum Bäcker zu gehen und uns dort irgendwas Süßes zu holen. Aber wir holen uns natürlich immer genug, sodass wir uns nicht drüber streiten müssen.
Also jetzt fange ich mal an mit dem Darmmikrobiom oder mit dem Mikrobiom generell. Unser ganzer Körper, also alle Organe oder alle Oberflächen, die eine Verbindung zur Außenwelt haben, sind von Mikroorganismen besiedelt. Und wir sehen hier auf diesem Bild, ich hoffe, Sie können das erkennen, da sind so Kuchendiagramme, die unterschiedlich zusammengesetzt sind, und diese unterschiedlichen Teile dieser Kuchendiagramm, die stehen für unterschiedliche Gruppen von Bakterien. Das sind hier ganz Großgruppen, das sind sogenannte bakterielle Phyla, zum Beispiel die Bacteroidetes, oder Bacteroidota, wie sie neuerdings heißen, und die Firmicutes, die Bacillota. Das sind so die Hauptgruppen, die wir da finden, und die finden wir an den unterschiedlichen Körperstellen in unterschiedlicher Zusammensetzung. Was uns besonders interessiert, ist der Darm, und hier ist natürlich einerseits der Grund, dass sich hier auch viele Infektionen ausbreiten und dass wir auch da die größte Menge an Mikroorganismen haben. Wie viele genau, werde ich dann später darauf zu sprechen kommen. Und hier sieht man so ein bisschen schematisch dargestellt, wie denn der Darm eigentlich aufgebaut ist. Sie haben oben einen Magen, dann haben wir einen längeren Dünndarm und unten haben wir das Kolon, den Dickdarm. Und Sie sehen auch, dass die Menge an Bakterien von oben nach unten zunimmt und die Nährstoffe, die Nahrung, die wir zu uns nehmen, die nimmt von oben nach unten ab, die wird dann abgebaut von den Mikroorganismen. Und das wird dann noch eben wichtig sein, wenn es darum geht, zu verstehen, wie eigentlich Bakterien oder aus welchen Gründen. Vorne sind noch Plätze frei, die Damen gerne in der ersten Reihe. So, genau. So, die Definition des Mikrobioms ist, das ist ein Wort, das hat sich auch über die Jahre, sagen wir mal, so selbst definiert und umdefiniert. Also Mikrobiom bezeichnen wir heute die Gemeinschaft aller Mikroorganismen, die einen bestimmten Lebensraum besiedeln, zum Beispiel jetzt den Darm oder die Nase oder die Haut, ja, und ihre Gene und alles, was sie so produzieren, die Stoffwechselprodukte. Und wenn wir jetzt nur von der mikrobiellen Gemeinschaft reden, dann nennen wir die Mikrobiota. Was haben wir in dieser Mikrobiota? Wir finden Bakterien drin. Das ist eigentlich das, was uns jetzt am meisten interessiert. Und zwar diese Bakterien, weiß man eigentlich, dass sie wahrscheinlich funktionell, weil sie eben ganz viele wichtige Funktionen ausbilden, funktionell den größten Einfluss haben hier im Mikrobiom. Mengenmäßig allerdings nicht. Da gibt es auch noch Viren, die ungefähr in zehnfach höherer Menge vorliegen. Es sind jetzt aber nicht die Viren, die Sie jetzt vielleicht so kennen, wie Influenza-Viren oder Coronaviren. Die können wir schon auch gelegentlich im Darm haben. Aber wir finden hier vor allem diese Dinger da. Das sind bakterielle Viren oder Viren von Bakterien oder Bakteriophagen. Die infizieren die Bakterien und können sich dort auch über längere Zeit halten in sozusagen chronischer Infektion dieser Bakterienpopulationen. Und wir kennen ja auch die Phagen aus der Phagentherapie, und die werden eben auch genutzt, um gezielt pathogene Bakterien zu therapieren. Also dafür werden die auch genutzt. Neben den Bakterien und Viren finden wir auch Pilze im Mikrobiom, zahlenmäßig weniger stark vertreten, und auch Würmer. Ja, Würmer kennen Sie auch schon, wenn Sie im Dezember in dem Vortrag von der Frau Ebner waren, die schon alles über Würmer erzählt hat. Deswegen erzähle ich da heute nicht so viel dazu. Was eben all diese Mikroorganismen gemeinsam haben, ist, dass sie Mikroorganismen sind. Das heißt, man sieht sie nur unter dem Mikroskop, und ich habe jetzt nochmal diese Größenverhältnisse neu skaliert, damit Sie jetzt so ein bisschen einen Eindruck haben, wie groß sind diese Zellen eigentlich. Also am größten hier so im Millimetermaßstab haben wir die Würmer, und dann sind wir da im Mikrometermaßstab bei den Bakterien und den Pilzen, und im Nanometermaßstab
bei den Viren. Das sagt Ihnen jetzt vielleicht auch nichts. Sie können sich da jetzt auch erstmal nicht so viel drunter vorstellen und warum Sie die eigentlich nicht sehen können. Aber ich habe Ihnen zum Vergleich ein Salzkorn mal dargestellt. Da kann sich jeder so ein bisschen vorstellen, wie groß eigentlich so ein Salzkorn ist. Und ich habe schon Probleme tatsächlich jetzt irgendwie so ein Salzkorn ohne Brille zu sehen. Wenn Sie sich jetzt vorstellen, dass diese ganzen Bakterien auf dem Salzkorn drauf sitzen, können Sie die nicht mehr sehen. Die sind also unter der Auflösungsgrenze Ihres Auges. Und die Frage ist, warum können diese Mikroorganismen so eine wichtige Funktion für uns ausüben? Die sind ja so klein. Wie funktioniert das? Irgendjemand eine Idee? Bitte? Weil es viele sind, genau. Es sind sehr viele. Bei den Bakterien haben wir tatsächlich ungefähr 10 bis 100 Billionen in unserem Darm. Und das sind, wenn man das so übersetzt, in Kilogramm, können das, ja, je nachdem, je nach Tageszeit, bis zu 1 Kilogramm Bakterien sein, die wir haben. Ja? Und von den Viren sind es natürlich noch mehr. Also das ist wirklich mengenmäßig viel. Und wer so eine große Masse hat, kann auch einen Effekt haben. Jetzt habe ich auch schon in meiner Einführung gesagt, dass es eigentlich um die Funktion dieser Bakterien vor allem geht. Und was man ja ganz oft hört, ist, dass ein diverses Mikrobiom besonders gesund ist. Wir verstehen eigentlich noch nicht so richtig, warum eigentlich divers besonders gut sein soll. Und ich möchte Ihnen heute in meinem Vortrag eine Erklärung dafür liefern, warum eigentlich ein diverses Mikrobiom für Sie von Vorteil ist. Das ist also mein Ziel. Und wenn wir jetzt über Diversität sprechen, dann müssen wir auch darüber sprechen, wie viele verschiedene Bakterienarten denn jeder von uns so ungefähr in seinem Darm trägt. Und da bitte ich Sie doch jetzt mal ganz kurz zu raten. Ja, ich habe hier 3 mögliche Antworten gegeben. Haben wir 25, 250, 2500 oder 25.000? Wer ist für 25? 25, ein paar. 250? Okay. Mehr? 2500, wirklich? So viele? Ja, da gibt es schon mehr. Und 25.000? Nicht so viele. Okay, also, ist nicht so schlecht. Also bis vor kurzer Zeit haben wir tatsächlich gedacht, dass wir eher so in diesem Maßstab sind. Jetzt zeige ich Ihnen mal die nächste Folie, da steht jetzt 1600 drauf, das ist jetzt irgendwie keins von diesen, das ist merkwürdig. Also, diese Zahl von 1600 Bakterien ist nach der neuesten Publikation, die ich jetzt extra rausgesucht habe, ist die Zahl an Bakterien, von denen wir wissen, dass sie in einem humanen Darm vorkommen können. Ja? Also kennen wir 1600 verschiedene und die gehören dann auch wieder zu diesen größeren Gruppen, ja, diesen verschiedenen Fühler. Die meisten eben zu diesen Bacillota, Bacteroidota. Ich habe Ihnen mal 2 Beispiele mitgebracht von Bakterien, die sehr prominent sind, die fast jeder von uns in sich trägt. Das ist einerseits ein Bakterium, das heißt Bacteroides theta iota Omikron. Das ist auch viel beforscht, weil man das relativ gut untersuchen kann und auch genetisch verändern kann. Das ist ein Mitglied dieser Bacteroidota und ist dafür bekannt, dass es viele verschiedene Polysaccharide, also Mehrfachzucker, abbauen kann. Und ein anderes Bakterium, das gehört hier zu den Firmicutes oder Bacillota, das ist das Fecalibacterium prausnitzii. Auch ein schöner Name. Und dieses Bakterium ist auch mit Gesundheit assoziiert, weil es Buttersäure produziert. Buttersäure riecht nicht so gut, aber ist eben gesund, weil es als Nährstoff für die Kolonzellen dient und sonst auch sehr viele gesundheitsfördernde Funktionen hat. Also das sind jetzt mal so 2 Beispiele, aber wie gesagt, es gibt 1600 verschiedene. Es gibt sogar eins, das heißt Halleria, ja, nach dem Herrn Haller benannt. Also, und es gibt auch noch viele, die noch keinen Namen haben. Also da ist noch Spielraum. Aber ich habe es ja schon verraten, wir haben 250 in jedem Darm.
Je nach Methode, wie man das analysiert, kommt man da auf eine andere Zahl, aber die grenzt sich jetzt ungefähr auf mehrere hundert ein. Das Problem ist nur, dass jetzt nicht jeder von uns dieselben 250 hat, sondern jeder hat eine andere sozusagen Auswahl aus diesen 1600 in seinen 250. Und das macht es jetzt eben extrem kompliziert eigentlich auszusagen, was ist denn jetzt eigentlich ein normales Mikrobiom? Ja? Wer von Ihnen hat jetzt ein normales Mikrobiom? Welche von den 250 sind die besten? Das sind eben so Fragen, die wir uns stellen und die wir oft gefragt werden und wo wir selbst leider auch oft noch keine Antwort dazu haben. Ich habe Ihnen jetzt hier mal dieses Bild mitgebracht. Das ist auch sehr schön, da kann man drauf starren und entdeckt immer was Neues. Was Sie da jetzt drauf sehen, sind Fingerabdrücke sozusagen von verschiedenen gesunden Probanden, deren Mikrobiom über mehrere Tage, über 17 Tage täglich beprobt wurde. Und was man dann macht, ist, man guckt sich die Zusammensetzung an und Sie wissen eben auch schon, diese verschiedenen Farben sind wieder die verschiedenen Gruppen an Mikroorganismen. Und wenn Sie die jetzt miteinander vergleichen, können Sie sagen, okay, der sieht hier irgendwie speziell aus und der sieht ein bisschen aus wie der daneben, aber der sieht ganz anders aus wie der mit dem vielen Gelb. Wobei es gibt paar gelbe Leute. Ja. Also was tatsächlich, wenn man so Mikrobiomanalysen macht von unterschiedlichen gesunden Menschen, ist, man sieht da wirklich in jedem Menschen sein eigenes, sehr spezielles Mikrobiom. Und was Sie auch sehen auf diesem Bild ist, dass wenn man das jetzt mal über 2 Wochen täglich beprobt, dass sich das eigentlich nicht großartig ändert. Obwohl diese Probanden auch gleichzeitig noch eine Interventionsstudie mitgemacht haben. Die haben also irgendwas Spezielles zum Essen bekommen, aber selbst diese Intervention schafft es nicht, das Mikrobiom anzugleichen. Es ist also wichtig, sich das so ein bisschen vor Augen zu führen, dass wir da so eine ganz hohe Vielfalt haben, die eben auch wiederum dann erschwert, dass wir einheitliche Mechanismen finden. Was man jetzt aber sagen kann, ist, dass dieses Mikrobiom aus gesunden Menschen isoliert wurde und analysiert wurde und dass es tatsächlich in diesen Leuten auch zentrale Funktionen ausübt. Das weiß man. Egal wie es zusammengesetzt hat, diese Funktionen sind hoch konserviert. Und da gibt es sehr viele Funktionen. Ich habe jetzt einfach nur die oder wichtigsten Funktionen einmal hier auf diesem Slide zusammengefasst. Wir wissen, dass das Mikrobiom sehr wichtig für die Verdauung ist. Ja? Also ohne das Mikrobiom können wir viele Stoffe, die wir zu uns nehmen, viele Lebensmittel nicht nutzbar machen für uns. Die können wir einfach nicht abbauen, weil wir selbst oder unser Körper nicht die richtigen Enzyme produziert, um diese Stoffe klein abzubauen. Ja? Wir brauchen die ja dann, um in unsere Zellen aufzunehmen, damit unsere Zellen dann wieder Energie draus machen können. Dafür brauchen wir das Mikrobiom. Dann produziert das Mikrobiom nebenbei eben durch diesen Metabolismus viele Stoffwechselprodukte, darunter auch Vitamine. Und diese Stoffwechselprodukte, die sind eben zentrale Regulatoren unserer Gesundheit, unseres Immunsystems und unseres Fettstoffwechsels zum Beispiel auch. Dann sehr wichtig, das Mikrobiom fördert wirklich die Reifung des Immunsystems. Also wissen wir, dass Neugeborene, die werden ohne Mikrobiom geboren und durch diesen Kontakt mit den Mikroorganismen fängt dann das Darmimmunsystem an zu reifen. Und es sind nicht nur die Stoffwechselprodukte, sondern es sind auch die Antigene dieser Bakterien und Mikroorganismen, die präsentiert werden und die dann zur Reifung bestimmter Zellen führen. Da bin ich jetzt aber nicht die Expertin, da werden Sie sicher in einer der nächsten Vorträge was drüber hören. Leider ist es eben auch so, dass manche Erkrankungen durch eine Fehlkonstellation des Mikrobioms, wenn ich das mal so nennen darf, auch verstärkt werden kann. Also das Mikrobiom ist leider eben auch an der Entstehung verschiedener Erkrankungen beteiligt, ursächlich tatsächlich. Und hat meistens, wenn es mit so einer Erkrankung assoziiert ist, auch eine andere Zusammensetzung als in den gesunden Menschen. Das sind bestimmte Mikroorganismen aus dem Mikrobiom die Krankheitstreiber.
Was aber tatsächlich, also was eine essentielle Funktion des Mikrobioms ist, ist, dass es uns vor Infektionen schützt. Und das wissen wir von der Untersuchung, nehme ich schon mal vorweg, von Tieren, die ohne Mikrobiom auf die Welt gebracht wurden, die kein Mikrobiom bekommen haben. Wenn die einer Infektion ausgesetzt wird, dann läuft die viel schneller und viel schwerer ab und das endet dann eben auch oft mit dem Tod der Tiere, die einfach nicht damit so in diesem unreifen Zustand diese Infektion nicht mehr kontrollieren können. Und was in dem Zusammenhang auch wichtig ist, ist, dass es viele Faktoren gibt, die das Mikrobiom von außen beeinflussen können. Natürlich vor allem die Nahrung, bestimmte Ernährung, jetzt irgendwie ungesunde Ernährung, fettreiche, zuckerreiche Ernährung, einseitige Ernährung, aber auch der genetische Hintergrund zum Beispiel von uns Menschen und Medikamente. Medikamente, zum Beispiel Antibiotika, können das Mikrobiom auch beeinflussen. Ich habe mal die Fragen bei Tieren über den Mikrobiom. Und das ist ja auch entwickelt, was das hier. Das werde ich Ihnen jetzt gleich zeigen, wie das funktioniert. Gute Frage. Noch 1 oder 2 Slides, dann komme ich zu dem Thema keimfrei. Genau, möchte ich jetzt natürlich über diesen Infektionsschutz sprechen und ich möchte ein bisschen über die Historie was erzählen, weil ich finde, dass wichtig ist, diesen Hintergrund zu haben, um zu verstehen, wie schnell man eigentlich in dieser Mikrobiomforschung zu neuen Erkenntnissen kommt. Es geht nämlich relativ langsam tatsächlich. Und es gibt auch viele Konzepte, die wir jetzt heute wieder ausgraben, die es aber wirklich schon vor 50, 100 Jahren zum ersten Mal gab. Aber damals gab es eben noch nicht die Methoden, um das zu beweisen, was man damals schon geahnt hat. Wichtig ist natürlich auch, wenn wir von Mikroorganismen sprechen, von Bakterien, den Anthony von Leeuwenhoek zu erwähnen, der der Erste war, der Bakterien sichtbar gemacht hat. Er hat ein relativ einfaches Mikroskop entwickelt und damit Bakterien aus seinem Zahnbelag erforscht. Der Erste, der dann nicht über Krankheitserreger nur geforscht hat, also Louis Pasteur war natürlich der Vater der medizinischen Mikrobiologie und einer der Erstbeschreiber des Konzepts, dass Mikroorganismen Krankheiten verursachen können, hat aber auch damals schon geschrieben, dass Darmbakterien wichtig sind, dass sie eine essentielle Funktion haben, insbesondere eben für die Verdauung. Dann kam der Theodor Escherich, der hat hier in München am Kinderklinikum an der Besiedlung des Neugeborenendarms gearbeitet und hat eben auch den Zusammenhang zwischen einer Besiedlung mit E. coli-Bakterien, die er auch entdeckt hat, und einem Schutz gegen Krankheitserreger damals schon erst beschrieben. Also eine wichtige Person. Und wenn es jetzt um, sagen wir mal, gute Bakterien im Darm geht, dann ist es natürlich auch wichtig, den Elie Metschnikow zu erwähnen, der Vater der Probiotika-Forschung, der unter anderem eben sich interessiert hat für lebensverlängernde Mechanismen und der hat damals eben herausgefunden, dass Leute, die relativ lang leben, die essen viel fermentierte Produkte, zum Beispiel fermentierte Milch. Und eben kam dann auch auf die Idee, dass Probiotika, vor allem diese Milchsäurebakterien, die Milchsäure im Darm bilden, diesem Fäulnisgeruch oder diesen Fäulnisprozessen entgegenwirken können und das Leben verlängern können. Und er hat da irgendwie sehr gute Erfahrungen gemacht damit. Dann ging es weiter und jetzt komme ich zu Ihrer Frage, den wirklichen Zusammenhang zwischen des Mikrobioms oder die wichtige Funktion des Mikrobioms kann man natürlich erst dann erkennen, wenn man mal eine Situation gesehen hat, wo das Mikrobiom fehlt, oder? Also ich muss mir dann immer angucken, wie schaut es ohne Mikrobiom aus und das dann vergleichen und dann komme ich eben auf die
auf diese ganzen wichtigen Effekte, die das Mikrobiom hat. Und da gab es eben in Deutschland die ersten, die keimfreie Tiere auf die Welt gebracht haben oder Tiere in der keimfreien Umgebung auf die Welt gebracht haben und dann auch für ein paar Tage keimfrei gehalten haben. Und es waren die ersten Versuche mit Meerschweinchen, weil Meerschweinchen können oder sind nach der Geburt schon relativ selbstständig im Gegensatz zu Mäusen. Und deswegen war das eben möglich, die dann so lange in dieser keimfreien Umgebung am Leben zu halten. Und da hat man dann eben die Erkenntnis gewonnen, dass Leben ohne Darmbakterien möglich ist. Sie sind nicht essentiell fürs Leben, aber sie haben schon eine wichtige Rolle. Dann hat es noch ungefähr 40 Jahre gedauert, bis man die ersten keimfreien Mäuse erzeugen konnte und auch züchten konnte. Damals in solchen Gebilden, heutzutage nutzt man solche Isolatoren, wo die Tiere dann keimfrei gehalten werden können und mit keimfreien Futter, Wasser und Einstreu gehalten werden können. Und da überleben die so und werden dann auch wieder keimfrei geboren und dann kann man die dann da rausnehmen und untersuchen. Zeige ich Ihnen nur so ein Bild, wie so eine keimfreie Maus von innen aussieht. Da haben wir jetzt links eine mit Mikrobiom und Sie sehen so grob, kann man sich da orientieren, hier ist die Leber, hier ist so ein bisschen Fett, da ist der Darm. Da sieht man, die mit Mikrobiota hatten einen viel kleineren Darm als die ohne. Das kommt daher, weil da eben viel mehr sozusagen Stoffe gelöst sind und dann hat es einen osmotischen Effekt und dann ist da auch mehr Wasser in dem Darm. Die haben einen ganz flüssigen Darminhalt. Aber eben durch diese Vergleiche konnte man dann auch sehen, dass diese Mäuse zum Beispiel viel anfälliger für Infektionen sind als die mit Mikrobiota. Die Frage ist natürlich immer, wie kann ich solche Untersuchungen auf den Menschen übertragen? Ja? Und das hat dann kann natürlich nicht direkt übertragen werden, weil Menschen können wir nicht keimfrei halten. Ja? Das geht nicht. Schweine möglicherweise, aber Menschen nicht. Was wir aber dann gesehen oder was man gesehen hat, war tatsächlich im Zuge der Antibiotikarevolution, als Antibiotika zum ersten Mal vermehrt eingesetzt wurden gegen verschiedene Infektionen, zum Beispiel hier eine Septikämie, wurde da so in den 40er Jahren das Streptomycin und das Penicillin eingesetzt. Und man hat dadurch natürlich diese schrecklichen Infektionen eindämmen können, aber hat im selben Zug dann bemerkt, dass wenn man jetzt erfolgreich mit diesen Antibiotika behandelt hat, dass es dann oft im Nachgang zu irgendwelchen Zweitinfektionen kam. Also da hat man dann schon so ein bisschen die Idee gehabt, irgendwie passiert da was, was mit den Antibiotika zusammenhängt. Ja? Und was man eben heutzutage weiß, und da kam tatsächlich letzte Woche eine ganz neue Studie raus aus Schweden, wo die über 13.000 Probanden, die sie im Gesundheitssystem registriert haben, untersucht haben, wie sich eigentlich das Darmmikrobiom dieser Probanden nach einer Antibiotikatherapie verändert und wie lange es dauert, bis es dann wieder dem Normalzustand ähnelt. Ja? Und man kann eben sehen, dass es glücklicherweise für viele Antibiotika so ist. Und man sieht, dann hat man nach einem Jahr geguckt, nach 1 bis 4 Jahren und nach 4 bis 8 Jahren. Und bei vielen Antibiotika, zum Beispiel dem Penicillin und so, da ist das Mikrobiom relativ wenig beeinträchtigt. Und man sieht auch nach Jahren dann eigentlich nicht mehr, dass der Proband Antibiotika eingenommen hat. Aber bei ein paar Antibiotika, zum Beispiel den Fluorquinolonen oder dem Clindamycin, die haben so eine stark schädigende Wirkung auf das Mikrobiom, dass es wirklich Jahre dauert, bis sich das dann wieder erholt. Den Zusammenhang eben, dass wirklich Antibiotika das Mikrobiom beeinträchtigen und dass dann auch die Suszeptibilität, also die Empfindlichkeit für Darminfektionen ansteigt, die wurde 1954 für Salmonellen zum ersten Mal gezeigt. Das war also eine ganz wichtige Studie. Und Salmonellen kennen Sie wahrscheinlich alle oder haben schon mal davon gehört. Ja? Das sind die
Erreger, die oft in tierischen Produkten vorkommen, zum Beispiel in Hühnerfleisch oder Eiern, die eben kontaminiert sind mit Salmonellen. Und wenn wir diese nicht ordnungsgemäß verarbeiten, dann können wir uns mit Salmonellen infizieren. Also oral, die nehmen wir dann auf. Dann kommen sie dann irgendwann in den Darm. Und da müssen sie erstmal wachsen. Hier sehen wir das Darmlumen mit den Salmonellen. Und wenn die das eben schaffen, zu höheren Titern zu wachsen, dann können sie zum nächsten Schritt gehen und das Gewebe invadieren. Die können dann ins Darmgewebe rein und das führt dann eben zu einer Entzündungsantwort. Dann kriegen wir Durchfall, Bauchweh, Salmonellose. Ja? Und in immunsupprimierten Patienten können die sogar auch noch eine Septikämie, also eine systemische Infektion, auslösen. Und hier weiß man eben, dass es einen Zusammenhang zwischen Antibiotika und Salmonelleninfektion gibt. Das sieht man jetzt nochmal hier auf diesem Bild. Da zeige ich Ihnen jetzt mal die wirklich Originaldaten. Wir sehen hier einen Graph, da sieht man die Salmonellen-Level auf der Y-Achse. Das ist eine logarithmische Skala. Also hier haben wir dann sozusagen immer 10-mal mehr. Und das sind die koloniebildenden Einheiten von Salmonellen im Mausdarm nach 2 Tagen von normalen Mäusen. Wir sehen, die meisten dieser normalen Mäuse haben sehr niedrige Salmonellentiter und die bleiben dann auch gesund. Und ungefähr 10-15% der Mäuse, da schaffen das die Salmonellen und können hochwachsen und die machen dann auch eine Erkrankung in diesen Mäusen. Wenn wir Mäuse vorher mit Antibiotika, mit einer Dosis Streptomycin behandeln, dann sehen wir wirklich in 100% der Mäuse, dass die Salmonellen wachsen können und dass dann die Mäuse auch krank werden. Und dasselbe, also es ist fast so hoch wie in wirklich keimfreien Mäusen, die gar kein Mikrobiom haben. Also in dem Fall ist das sehr, sehr drastisch, aber da ist es natürlich auch ein Experiment, wo wir sehr genau kontrollieren können, wie viele Salmonellen wir den Mäusen geben und nach wie viel Zeit wir dann die Analyse machen. Genau, also das sind die Salmonellen, wie sie da schaffen, dann zu wachsen in der Abwesenheit des Mikrobioms. Jetzt möchte ich ein kleines Experiment machen, von dem ich jetzt nicht genau weiß, ob das jetzt meine ganze Präsentation zum Absturz bringt, aber ich werde es trotzdem probieren. Sie dürfen jetzt mal Ihr Telefon, Ihr Smartphone rausholen und diesen Barcode scannen und dann dürfen Sie mir mitteilen, was Sie glauben, wie uns denn das Darmmikrobiom vor Infektionen schützt. Es gibt da unterschiedliche Möglichkeiten und die können Sie dann auch anklicken. Sie können ein oder mehrere Möglichkeiten auswählen und dann auf Senden, den grünen Knopf drücken. Und dann sollte das hier aufleuchten. Jetzt sieht man gar nicht, wie viele Leute überhaupt abstimmen. 12, 14, 17. Aha. Super, bin begeistert, funktioniert. Darmbarriere, aha. Interessant, hätte ich nicht gedacht. Okay, jetzt stagniert der Wert bei 63 Teilnehmer, Wahnsinn. Das ist doch das Immunsystem, das gewinnt. Okay, also wir haben einen Sieger, das ist die Reifung des Immunsystems. Und tatsächlich, das spielt eine Rolle. Ja, das Immunsystem brauchen wir natürlich, um gegen eine Immunantwort gegen den Erreger hochzufahren. Die Darmbarriere ist auch wichtig und wird auch durch das Mikrobiom beeinflusst. Die Konkurrenz um Nährstoffe haben Sie jetzt nicht so sehr als wichtig erachtet, aber es gibt tatsächlich neue Daten auch von uns, ja, also die zeigen, dass auch diese Nährstoffkonkurrenz extrem wichtig ist. Und ich möchte Sie jetzt überzeugen, dass das tatsächlich einer der Hauptmechanismen ist, der eine Rolle spielt. Schauen wir mal. Ja, es geht weiter. Und zwar zeige ich Ihnen dazu einen kleinen Film. Also wir sehen hier ein
mikroskopisches Bild, in dessen Mitte wir hier eine Bakterie sehen, die gerade dabei ist, sich zu teilen. Und jetzt gucken wir uns mal an, was da passiert. Wir werden die über 7 Stunden beobachten. Das ist aber ein Zeitraffer. Und die macht, was Bakterien so machen. Ja? Die teilen sich. Also es sieht jetzt so aus, als ob Bakterien sonst nichts können. Die sind super komplex und super spannend. Aber was sie eben vor allem machen, wenn sie genug Nährstoffe haben, dann teilen sie sich immer in 2. Ja? Die machen eine binäre Teilung und die Tochterzellen teilen sich wieder. Das heißt, ich weiß nicht, ob wir so ein paar Mathematiklehrer hier unter Ihnen haben. Sie können jetzt schon mal ausrechnen, wir haben eine Verdopplungszeit von 30 Minuten. Und jetzt ist die Frage, wenn ich jetzt 7,5 Stunden warte, wie viele Bakterien habe ich dann hinterher? Also es ist gar nicht so trivial. Ich sage Ihnen das jetzt schon mal. In 7,5 Stunden schaffen es die Bakterien, sich 15 Mal zu teilen. Dann muss ich 2 hoch 15 rechnen und dann komme ich auf 30 oder 32.768 Bakterien nach 7,5 Stunden. Also kann ich jetzt nicht genau nachprüfen. Wahrscheinlich sind es sogar weniger. Und der Grund ist, warum hören die Bakterien überhaupt auf zu wachsen? Jemand eine Idee? Nährstoffe, genau. Kein Platz auch, aber vor allem auch keine Nährstoffe. Ja, wenn dann die Nährstoffe ausgehen, dann können die sich nicht mehr teilen. Also die fressen alles, was da ist, und dann hören sie auf zu wachsen. Kommen sie in eine stationäre Phase. Schauen Sie sich das Bild an. Jetzt klicke ich eins weiter. Jetzt sehen wir hier den Darm. Und was sehen wir da? Wir sehen ähnlich hohe Dichten. Hier das Bunte. Das ist übrigens ein wunderschönes, bekanntes Bild aus dem Labor von Justin Sonnenberg. Und hier sehen wir oben bunt gefärbte Bakterien im Darm. Wir sehen dann die Schleimschicht und wir sehen auch die Zellen des Darms, also wirklich hier so bilderbuchmäßig. Und was Sie aber sehen können, wir haben genauso viele Bakterien wie eigentlich bei meinem Mikroskopfilm und die nehmen den ganzen Platz ein. Das heißt, auch im Darm, zumindest im Kolon, wachsen die Bakterien bis ans Limit. Ja, die verbrauchen alles und eigentlich das Einzige, was sie sozusagen wirklich limitiert, sind die Nährstoffe. Das heißt, Nährstoffe sind immer knapp im Darm. Was sind Nährstoffe im Darm? Also Bakterien können ja ziemlich viel nutzen. Es gibt, also jetzt nicht nur bei uns im Darm, auch so in der Welt sehr viele verschiedene Bakterien, die alles Mögliche abbauen können. Aber im Darm gibt es natürlich vor allem die Nahrung oder Nahrungsbestandteile. Wir haben oft pflanzliche Fasern, die sehr divers sind. Eine Erbse hat andere Fasern als ein Weizenkorn zum Beispiel. Da sind dann Polysaccharide, Pektine, Stärke, Zellulose und auch Zucker drin. Wie viel Uhr haben wir denn? Ja, ist gut. Oh, so gut. Und dann haben wir Proteine und wir haben tatsächlich auch Körper oder Teile der Haut des Darms, der Darmschleimhaut und Muzine, die auch von den Bakterien gefressen werden können. Oder Produkte von anderen Bakterien. Also das sind alles Nährstoffe für Bakterien und davon wachsen die. Jetzt sind die Bakterien aber nicht irgendwie so, dass sie alle dasselbe fressen. Ja, jede Bakterie hat andere Präferenzen und im Gesamtbild organisieren die sich dann in ein Nahrungsnetzwerk. Es ist wie so eine Nahrungskette, wo wir dann oben irgendwelche Raubtiere haben und unten dann das Häschen und die Pflanze. Aber wir haben hier oben Bakterien, die komplexe Polysaccharide abbauen können aus unserer Nahrung oder aus den Muzinen. Die bauen die dann ab, auch in einfachere Substanzen oder chemisch einfachere Moleküle, C6, C5 Zucker oder auch einzelne Aminosäuren, die dann entweder wir direkt unser Körper im Dünndarm noch aufnehmen kann oder die dann auch von anderen Bakterien wieder weiter umgesetzt werden. Und dann haben wir hier unten auch noch eine Gruppe von sehr wichtigen, funktionell sehr wichtigen Bakterien, die dann tatsächlich auch andere Fermentationsprodukte von diesen
oberen Bakterien weiter abbauen können und dann insgesamt diesen ganzen Nahrungsabbau extrem effizient machen. Also das wird alles, wenn unser Darmmikrobiom komplex ist und alle diese Bestandteile enthält, dann wird es relativ effizient abgebaut. Und die Metabolite, wie ich dann schon gesagt habe, die kann man riechen einerseits, ja, und andererseits sind die aber auch wichtig für unsere Gesundheit. Jetzt ist die Frage, wo kommen jetzt die Pathogene ins Spiel? Wo kommen die Salmonellen ins Spiel? Wenn Sie sich jetzt vorstellen, Sie haben so einen vollen Darm, da ist im Grunde kein Platz mehr. Ja? Die sind alle organisiert, jeder Mikroorganismus hat seine Rolle, hat seinen Lieblingszucker oder sein Lieblingsnahrungsmittel, auf dem er wächst. Wie kommt denn eigentlich jetzt so ein Krankheitserreger, den wir jetzt mal zufällig über kontaminiertes Hühnchenfleisch aufnehmen, wie kommt er denn jetzt hier ins Spiel? Und da gab es eben 1983 einen sehr schlauen Forscher, den Rolf Fretter, und der hat das Nährstoffnischenprinzip, das ist immer so ein Problem, diese Sachen ins Deutsche zu übersetzen. Das klingt irgendwie als Nutrient Niche Principle viel cooler. Aber Nährstoffnischenprinzip auf Deutsch. Also der hat letztendlich postuliert, dass Bakterien, die wir im Darm haben, müssen schneller wachsen als ihre Auswaschrate. Ja? Also ist klar, ne? Wenn die zu langsam sind, werden sie einfach ausgekackt. Und um das zu schaffen, müssen sie mindestens einen nahrungsbegrenzenden Nährstoff besser nutzen als ihre Konkurrenten. Also jeder braucht seine eigene Nährstoffnische. Wenn man das jetzt, das Bild habe ich mal vor langer Zeit gemacht, weil ich das irgendwie verdeutlichen wollte, wie das mit diesen Nischen funktioniert. Ich habe hier in diesem Glas relativ viel Platz noch. Ja, also ich habe es zwar ausgefüllt, aber es sind Löcher da und da könnte man sich ja dann vorstellen, dass man da noch irgendwie unterkommt. Währenddessen, wenn man dann dieses Glas mit kleineren Kieselsteinen oder mehr Kieselsteinen vollfüllt, dann sind alle Nischen besetzt. Also in dem Fall habe ich noch Nischen vorhanden für die Salmonellen, da können die rein, finden was zu fressen und hier sind schon alle Nischen besetzt. So, jetzt komme ich am Ende meines Vortrags noch dazu, was wir jetzt eigentlich in unserem Labor uns ausgedacht haben, um diese Nährstoffnischen zu untersuchen. Es gibt ja ganz unterschiedliche Ansätze, wie man das Mikrobiom untersucht. Man kann da sozusagen mit den komplexen Mikrobiom im Menschen anfangen. Wir haben aber den anderen Weg gewählt und wir haben gesagt, wir bauen uns einfach ein Modellmikrobiom, um anhand dieses Modellmikrobioms dann untersuchen zu können, was ist jetzt wirklich die Rolle von einzelnen Mikroorganismen. Und das ist jetzt tatsächlich auch schon über 10 Jahre her, dass wir das zum ersten Mal publiziert haben. Wir forschen da jetzt schon über 10 Jahre an diesem Modell. Das nennen wir das Oligo-MM-Modell für Oligomaus-Mikrobiota. Und das waren 12 Bakterienarten, die wir uns mal ausgedacht haben, die wir isoliert haben aus dem Darm von Mäusen. Weil wir wollten dann natürlich diese Bakterien auch wieder zurück in die Maus transplantieren. Deswegen haben wir dann gesagt, wir arbeiten jetzt mal mit Mausbakterien. Und hier sieht man, wie die letztendlich wieder in unterschiedliche phylogenetische Gruppen aufgeteilt werden. Wir haben da so ein paar grüne, dann haben wir rote, blau, lila und gelb. Und hier sieht man einfach unter dem Mikroskop in einer Gramfärbung, wie die ausschauen. Ich will Ihnen jetzt ja nicht jedes einzelne vorstellen, nur so ein paar, damit Sie auch wieder ein paar lustige Namen sehen. Da gibt es zum Beispiel den Enterocloster, Clostridioiformis. Dann gibt es Akkermansia mucinifila, also den schleimliebend, fressen sehr gern Schleim und können da besonders gut drauf wachsen. Oder Blautia coccoides. Die da oben kennen Sie vielleicht, Bifidobacterium animalis. Ja, Bifidobakterien findet man auch oft im Joghurt oder in Probiotika, kommen aber eben auch im Darm selbst schon vor. Also das sind jetzt unsere 12 Bakterien und mit denen, die kennen wir ganz gut und die erforschen wir sowohl in vitro, das heißt in der Kulturflasche. Und da diese Bakterien ja normalerweise im Darm vorkommen, wo es keinen Sauerstoff gibt, müssen wir die auch
im Labor in der Abwesenheit von Sauerstoff untersuchen. Das machen wir in sogenannten Zelten. Haben wir 3 davon hier in unserem Labor in Freising, weil das sozusagen, das ist dann unser Labor. Ja? Das Labor ist auf dieses kleine Zelt beschränkt. Und da müssen wir dann die Bakterien und alles, was wir da mit den Bakterien machen, rein importieren durch die Schleuse und dann können wir hier die Bakterien wachsen lassen. Bisschen mühsam, aber funktioniert ganz gut. So, was haben wir jetzt noch gemacht mit den 12 Bakterien? Wir haben keimfreie Mäuse genommen und haben dann diese keimfreien Mäuse mit den 12 Bakterien besiedelt und haben herausgefunden, dass wir dadurch wirklich stabil besiedelte OMM-Mäuse generieren können. Das heißt, die wirklich dann dauerhaft mit den 12 Mikroorganismen besiedelt sind und die wir dann eben so untersuchen können und sie dann zum Beispiel mit einer normalen Maus vergleichen können. Wir können die mit einer normalen Maus vergleichen oder einer keimfreien Maus. Wir können aber auch Mäuse erzeugen, die nicht mit 12 Bakterien besiedelt sind, sondern nur mit 11. Wenn wir sagen, wir wollen jetzt gucken, was passiert, wenn wir eine rausnehmen. Und wenn man sowas macht, dann muss man auch wieder in solche Bubbles gehen. Ja, dann muss man die Mäuse nicht in der Abwesenheit von Sauerstoff halten. Also das würde nicht funktionieren. Aber man muss sie keimfrei halten und dafür haben wir diese keimfreien Isolatoren in der Maus-Facility. Und das ist sehr, sehr aufwendig. Hat man sehr wenige Tierzahlen natürlich, die man da generiert. Die sind alle sehr wertvoll. Da kann man dann die Mäuse auch mit autoklavierten, also sterilisierten Futter und Einstreu versorgen und dann gucken, die über die Handschuhe dann mit den Mäusen arbeiten. Jetzt zeige ich Ihnen ein Schlüsselexperiment. Das ist vielleicht jetzt so ein bisschen kompliziert, aber ich glaube, wenn Sie mir noch kurz ein paar Minuten folgen, dann kann ich den Punkt noch machen. Also, jetzt haben wir hier Mäuse mit unterschiedlichen Mikrobiomen. Ja, wir haben, wie ich das immer darstelle, hier mit diesem Kreis, da können Sie dann sehen, was da für ein Mikrobiom drin ist. Und in dem Fall habe ich unterschiedliche Gruppen angeschaut, keimfrei, dann verglichen mit normalen Mäusen, also einem ganz komplexen Mikrobiom, die mit Antibiotika behandelt sind. Dann unsere OMM-Maus und dann normale Mäuse. Es ist die Reihenfolge so ein bisschen durcheinander, aber das hat seinen Sinn. Und jetzt haben wir diese Mäuse wiederum mit Salmonellen infiziert und haben uns angeguckt, wie gut sind die denn jetzt gegen die Salmonellen geschützt. Ja, und da sieht man, kennen Sie schon, wenn da hohe Titer sind, dann werden die Mäuse schnell krank, dann haben wir keinen Schutz. Und wir sehen, die am bestbesiedelsten Mäuse sind die keimfreien, gefolgt von den Antibiotika behandelten und dann kommen unsere OMM-Mäuse und ganz unten die normalen Mäuse. Also das war jetzt das Resultat, das wir hatten, als wir zum ersten Mal unsere OMM-Mäuse analysiert haben. Und wir haben ja eigentlich gehofft, dass wir mit diesen mit diesen 12 Bakterien eigentlich schon fast normales Mikrobiom generieren. Also es war erstmal so ein bisschen enttäuschend, dieses Ergebnis, aber wir müssen ja in der Forschung ganz oft mit Enttäuschungen umgehen und sind es schon gewöhnt und eigentlich fordert uns das dann nur noch mal mehr heraus und wir wollen verstehen, wieso sind diese Mäuse denn jetzt verdammt noch mal nicht geschützt? Ja? Was haben wir falsch gemacht? Was war falsch in unserer Überlegung? Ja? Und was wir dann gemacht haben, ist, wir haben uns noch mal die normalen Mäuse angeguckt, was die denn so für Mikroorganismen in ihrem Darm haben. Wir sind dann zu dem Schluss gekommen, dass die eben zusätzlich zu denen, die wir schon haben, noch Bakterien aus der Gruppe der Enterobacteriaceen haben. Es sind eigentlich Bakterien, wo man denkt, die haben eigentlich gar keine richtig wichtige Funktion. Dazu gehört auch der E. coli. Den habe ich auch schon mehrmals erwähnt, weil man denkt immer, ja, das ist eher so ein unwichtiger Bestandteil unseres Darmmikrobioms. Den haben zwar viele Leute, aber wenn, dann macht er uns eher krank. Aber eigentlich hat keiner so wirklich gedacht, dass der eine
Rolle hier spielen könnte. Aber sieh da, wir haben dann trotzdem E. coli zu den Mäusen gegeben und haben gesehen, wenn wir E. coli dazugeben, dann sehen wir eine Resistenz gegen die Salmonellen, die eigentlich total vergleichbar ist mit der von Mäusen, mit dem komplexen Mikrobiom, wo wir da 200 verschiedene Bakterien drin haben, mit nur 13 Bakterien. Also es war schon sehr, sehr beeindrucklich. Und was wir dann gedacht haben, ist, naja, vielleicht brauchen wir die anderen gar nicht. Vielleicht reicht ja der E. coli alleine aus. Warum machen wir uns überhaupt die Mühe, wenn ein Bakterium ausreicht? Ja. Und dann haben wir natürlich auch noch geschaut, was passiert, wenn wir E. coli alleine reingeben. Ich muss jetzt mal kurz einmal hier überspringen. Wenn wir E. coli alleine reingeben, dann reicht es nicht aus. Ja, also wir brauchen E. coli plus X, um die Mäuse gesund zu halten. Und was wir dann rausgefunden haben, das werde ich jetzt nicht im Detail besprechen, was wir rausgefunden haben, ist, dass der Grund, warum E. coli hier so gut gegen Salmonellen schützt, ist, weil er den Salmonellen einen bestimmten Zucker wegfrisst. Das war das Galactitol, haben Sie wahrscheinlich auch noch nie gehört. Das ist ein Zuckeralkohol, der in Pflanzen vorkommt. Und wenn der E. coli nicht da ist, dann können die Salmonellen auf Galactitol wachsen und wenn der E. coli drin ist, dann frisst er das den weg. Und da kamen wir dann wieder auf diese Nährstoffnischen. Weil wir gemerkt haben, Zuckerkompetition ist wichtig. Und dann haben wir uns gefragt, welche anderen Mikroorganismen in diesem Mikrobiom, in diesem künstlichen Mikrobiom sind denn jetzt noch wichtig? Da möchte ich Ihnen das ganz kurz am Beispiel der Candy Bar erklären. Das ist vielleicht ganz anschaulich. Wenn Sie sich jetzt vorstellen, am Ausgang heute Abend ist eine Candy Bar aufgebaut. Ich bin wahrscheinlich eine der Letzten, die zu dieser Candy Bar kommt. Eigentlich ist mir auch völlig egal, welche Süßigkeit ich will, aber irgendwas haben. Dann ist jetzt die Chance, wenn ich das jetzt sage, geht vielleicht 1 oder 2 gehen schon mal raus und holen sich was. Auch wenn die, sagen wir mal, dieselben Vorlieben haben wie ich, wenn das jetzt nur 1 oder 2 Leute sind, wird auf jeden Fall noch was für mich übrig bleiben. Aber wenn sie alle an dieser Candy Bar vorbeigehen, bevor ich es schaffe, hier rauszukommen, wird nichts mehr da sein. Ja? Also das heißt, wenn viele verschiedene Leute vorbeigehen oder Mikroorganismen da sind, dann haben wir die Chance, dass eben auch viele verschiedene Zucker sehr effizient verbraucht werden. Jetzt haben wir diese Candy Bar für die Bakterien nachgespielt und wir sehen hier oben oder hier unten sehen wir die verschiedenen Zucker, die wir den Bakterien angeboten haben. Und wenn das dunkelgrün ist, dann heißt es, die mögen den Zucker total gerne. Die wachsen da wunderbar drauf. Wir sehen, die Salmonellen, die sind da nicht so wählerisch. Die können alle möglichen Zucker abbauen. Egal, Hauptsache ist irgendwas da, dann können die drauf wachsen. Und der E. coli ist da so ähnlich. Aber wie gesagt, der reicht nicht aus. Wenn wir dann 2 oder 3 andere Bakterien aus unserer magischen Mischung angucken, sehen wir, die sind total gut. Ja? Die verbrauchen total gut diese Zucker, sind aber nicht ganz so, sind ziemlich wählerisch. Ja? Und jetzt hatten wir dann die Idee zu testen, ob diese Bakterien denn auch wirklich wichtig sind in Kooperation mit den E. colis. Und dann haben wir nochmal Mäuse generiert, die alle E. coli hatten. Wie gesagt, die sind geschützt. Und dann haben wir diese einzelnen Bakterien dann einzeln rausgenommen und tatsächlich gesehen, wenn die fehlen, dann werden die Mäuse wieder krank. Also mit diesem Experiment können wir wirklich beweisen, dass die Nährstoffnischen in diesem Mikrobiom dann nicht mehr besetzt sind, wenn diese Bakterien nicht da sind und dass es daher dann zum Wachstum der Salmonellen kommt und dass wirklich diese 12 oder 13 Bakterien sehr effizient zusammenarbeiten müssen, um gemeinsam wirklich alle Nährstoffe zu verbrauchen. So, dann bin ich schon fast am Ende. Ich wollte Ihnen das nur noch mal einfach zeigen als Take-Home-Message, warum eigentlich ein diverses Mikrobiom gesund ist, warum uns das schützt. Also, wir glauben, zumindest im Zusammenhang mit Infektionen, brauchen wir ein diverses Mikrobiom, damit alle Nährstoffe limitiert werden. Wenn wir zum Beispiel Antibiotika nehmen, werden die Nährstoffnischen frei und dann haben die Bakterien, die reinkommen, ein leichtes Spiel und können anwachsen. Nicht nur die Salmonellen, es gibt eben auch andere, die können dann leichter reinkommen. Was kann man machen?
um das Mikrobiom schön divers zu halten. Hier nochmal so ein paar Anregungen. Also was man tatsächlich aus der Forschung auch mittlerweile ganz gut weiß, ist, dass eine diverse Ernährung tatsächlich auch die Diversität des Mikrobioms im Darm fördert oder zumindest erhält. Dann gibt es auch familiäre Faktoren, das heißt Menschen, die in Großfamilien leben zum Beispiel, haben auch ein diverseres Mikrobiom, die Tierkontakte haben und so weiter, als Menschen, die ganz allein und zurückgezogen leben. Und dann gibt es natürlich auch verschiedene Umweltfaktoren, die die Diversität eher begünstigen. Auf der anderen Seite sind dann Sachen wie zu viel Hygiene, zu viel Desinfektionsmittel vielleicht, bestimmte Medikamente und natürlich auch Erkrankungen, Krankenhausaufenthalte. Also sowas kann natürlich auch keiner was dafür, aber das sind eben Dinge, die die Diversität eher einschränken. Gut. Zu guter Letzt möchte ich gern allen nochmal danken, die an diesen Arbeiten beteiligt waren, über die ich jetzt so ganz schnell drüber gegangen bin. Und natürlich auch unseren wunderbaren Kollaborationspartnern und Geldgebern, die unsere Forschung unterstützen. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf Ihre Fragen. Vielen Dank.